Einen wunderschönen guten Morgen aus Südamerika. Ich gehe heute in diesem Video auf eine Zuschauerfrage ein, die schon sehr oft gekommen ist. Und zwar, warum bin ich mit meiner Familie nach Paraguay gekommen? Ja, also was die Vorteile sind an Paraguay für mich und was die Nachteile sind. Ich habe mir überlegt, dass es nicht so ganz so langweilig wird. Wir haben gerade Himbeersaison, sage ich mal. Ja, wer neu auf dem Kanal ist, wir bauen hier Permakulturwaldgärten auf, in Permakultur mit wirklich gesunden Lebensmitteln, mit Nährstoffen drin, ähm, und, die auch schmecken, sage ich mal. Ähm, und ich nehme euch jetzt einfach mal mit, während ich euch die Fragen beantworte, warum Paraguay für meine Familie und mich so interessant ist, warum wir hier nach 3 Jahren immer noch sehr glücklich sind und überhaupt nicht bereuen, dass wir hier sind, ja, erkläre ich euch alles jetzt by the way, sage ich mal, ja. Übrigens, ich werde immer wieder nach einem Ferienhaus oder Ferienwohnung gefragt. Also ich werde hier sehr oft besucht, ja, um das Projekt sich anzuschauen. Und das Ferienhaus ist heute frei geworden. Ja, also wer jetzt hier in der Nähe ist, in der Gegend ist und ein Ferienhaus braucht, kann sich gerne bei mir melden. Bis April ist es jetzt aktuell noch frei, ab April ist es wieder eine längere Zeit besetzt. Dann nehme ich euch mal mit. Ich zeige euch auch gleich mal, wie so ein paraguayisches Zaunschloss funktioniert, sage ich mal, wenn man das überhaupt Schloss nennen kann. Ja, also kann man hier mal die Funktion sehen. Das ist einfach so ein ganz normaler Zaun. Das hat mein Kapataz konstruiert hier. Dann gehst du hier dagegen, entlastest es, machst auf, ja, dann könntest du den Sound komplett weg und dann fahren wir hier praktisch mit dem Tuk-Tuk oder mit dem Auto, könnte man hier reinfahren zum Beladen und Entladen. Ja, das ist später für die Produktion gar nicht mal so schlecht und ist umsonst, sage ich. Also nicht umsonst, Draht natürlich muss ich kaufen, aber sehr günstige Variante, ja. Dann zumachen funktioniert genauso. So, zack. Und dann ist es zu von der anderen Seite, ja, also easy peasy. So, jetzt lasse ich noch meinen Schatz rein. So. Okay, so jetzt laufen wir einmal durch den ganzen Waldgarten Richtung Himbeeren und ich habe hier mir ein paar Fragen aufgeschrieben. Jetzt stehen wir hier mitten bei uns im Food Forest, auf Deutsch Waldgarten genannt. Ähm, also wie ich gesagt habe, ich will Himbeeren pflücken, also einfach für euch mal. Das nehmen wir eins als unsere ersten Produkte auf jeden Fall in unser großes Projekt. Dazu mache ich ein Video. Also wir verkaufen auch Grundstücke hier und geplant ist bei uns ein riesen, ja, was heißt riesen, sagen wir mal so, ein kleines Dorf mit einem riesigen Waldgarten. Ja, mindestens 50 Hektar wollen wir da einen Waldgarten aufziehen. Und die Produktion von diesen Waldkarten soll die Einwohner mit guten Lebensmitteln versorgen, aber auch denen nebenher Einkommen generieren. Ja, also da sind wir gerade am Businessplan ausarbeiten und wir haben jetzt viele, also nicht viele, aber wir haben einige gute Menschen in unser Team dazu bekommen, ja, wo uns da weiterhelfen, wo sich einfach gemeldet haben und uns helfen wollen mit wirklich sehr viel wichtiger Erfahrung für uns, ja. Und da bildet sich gerade so das Kernteam. Und das wird auf jeden Fall eins der ersten Produkte, sage ich mal. Warum? Weil die Himbeere ist sehr lecker, die ist gesund und die wächst schon mindestens seit, also 3,5 Monate auf jeden Fall hat die jetzt schon rote Früchte. Aber ich glaube, also da sieht man hier zum Beispiel diese weißen hier. Das heißt, das ist eine ganz frische, kann ich mal näher ran, genau. Das ist eine ganz frische. Das heißt, es kommen immer wieder neue. Jetzt kann ich da oben auch mal kurz aufnehmen. Genau. Also das hört gar nicht auf. Also ich denke, die wird bei uns mindestens 4 Monate Früchte tragen. Ich glaube eigentlich auch mehr. Also fast ein halbes Jahr haben wir sozusagen ein Produkt, was lecker schmeckt, was hier in Paraguay kaum erhältlich ist. Ja, habe ich bis jetzt nur einmal im Laden gefunden zu einem sehr teuren Preis. Und ja, ist ein super gutes Produkt. Aber wir haben noch viel mehr auf Petto als Produkte. Ja, ja, und jetzt habe ich mir, achso, genau, hier könnte man zeigen, sowas wie Kürbis und sowas funktioniert hier auch sehr gut. Ja, also ähm, nehmen wir eigentlich als Bodendecke. Wir haben gerade viel zu viel Kürbisse, also die essen wir gar nicht alle auf. Aber ja, brauche ich euch ja nicht zu erzählen, was man damit alles so anstellen kann.
So, und jetzt kommen wir einfach zu den Fragen. Also, warum, warum habe ich mich sozusagen mit 2 Kindern, einem Hund und einer Frau natürlich, für Paraguay entschieden? Ja, ich höre lieber auf zu pflücken, sonst schweife ich ab. Ähm, Wir haben uns für Paraguay entschieden. Ich lese jetzt ein paar Sachen vor, ja, also nicht ab, aber so als Info. Also das erste Wichtige für mich war eins der wichtigen fast Sachen, weil ich in Deutschland mehrere selbstständige Unternehmen geführt habe. Ja, also wer meine Videos von davor kennt, kennt es, aber egal, ich wiederhole kurz. Ich hatte einen Friseursalon, ich hatte eine eigene Klamottenmarke, dann war ich Autohändler und Industriemechaniker. Ich war ganz normal angestellt als Industriemechaniker noch nebenher. Genau, meine Frau hat mir gerade einen Tipp gegeben. Ähm, ja, das war's, glaube ich, auch schon. Ja, also ich habe sehr viel selbstständig gemacht, sage ich, aber auch normal gearbeitet im Angestelltenverhältnis. Und ich sage mal so, im Angestelltenverhältnis, wenn du einen guten Gehalt hast, ich habe mit Dreischicht gut verdient, ja, da lässt sich eigentlich am besten leben in Deutschland. Wenn du selbstständig bist, dann je mehr deine Einnahmen geworden sind, umso mehr sind deine Ausgaben geworden, sage ich mal. Ja, ich habe viel zu viel Steuern gezahlt. Derjenige, der selbstständig in Deutschland ist und das Video gerade anschaut, weiß ganz genau, von was ich rede. Hier, das Interessante an Paraguay ist, du hast 10% Steuern. Ja, ich habe auch mal gehört, da können auch die Steuern ein bisschen hochgehen, ja, irgendwie. Aber ja, so ungefähr plus minus roundabout sind es 10% Steuern, was du zahlst. Wenn du aber Auslandseinkünfte hast hier in Paraguay, also du lebst in Paraguay und du hast Auslandseinkünfte, dann ist es komplett steuerfrei. Also sehr interessant steuerlich gesehen. Dann für uns hier, weil wir Permakulturwaldgärten aufbauen, ja, das ist der erste. Wir haben jetzt einen zweiten, der ist fast 10-mal so groß. Und wie gesagt, geplant ist ein 50 Hektar Projekt, also 50 Hektar Waldgarten. Ähm, war das Interessante, hier praktisch 300 Tage Sonne. Also ungefähr sind es hier wirklich 300 schöne Sonntage. Das heißt, du hast ein gutes Wachstum, ja, also wenn du alles richtig machst, ja. Dann ein weiterer Vorteil ist günstiger Strom. Ja, günstige Mitarbeiter, wenn du so große Projekte hier hast oder allgemein als Unternehmer herkommst, sind günstige Mitarbeiterkosten. Ich würde appellieren, zahlt nicht den Mindestpreis, vielleicht am Anfang schon, musste ich auch machen, aber ähm, später könnte man auch ein bisschen mehr zahlen. Also wenn man hier, sage ich mal, seine Einnahmen hat und gut verdient, dann könnte man den Paraguay auch ein bisschen mit hochhelfen. Ja? Einfach so als kleiner Tipp nebenher. Ja, dann ein weiterer Vorteil ist, als Ausländer wirst du hier herzlich willkommen geheißen. Also wirklich, wir haben bis jetzt mit Paraguay nur gute Erfahrungen gehabt. Mit meinen Mitarbeitern habe ich super Erfahrungen mit seiner Familie. Ähm, Ich will jetzt nicht Paraguay nur schön reden und die Paraguayer sind super. Es kommen auch jetzt gleich ein paar Nachteile, aber unsere Erfahrungen waren wirklich gut bis jetzt. Ja? Dann ein weiterer Vorteil ist einfach die Natur. Also schaut euch um euch herum. Ähm, Es ist sehr grün. Es ist sehr, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Du hast die ganze Zeit Vogelgezwitscher. Also ich wach ohne Wecker mit Vögeln auf, mit Sonnenaufgang. Also ich bin hier in Paraguay sehr viel ruhiger geworden. Ein großer Vorteil zum Beispiel ist, in Deutschland habe ich regelmäßig Alkohol getrunken, ja, mindestens jedes Wochenende. Hier in Paraguay trinke ich jetzt, glaube ich, schon seit 2 Jahren, ich glaube über 2 Jahre schon, über 2 Jahre kein Alkohol mehr. Also es ist ganz von selbst weggegangen, hatte ich gar nicht vor, ja. Also ich bin glücklich hier. Wir haben jetzt ein bisschen den Spot gewechselt wegen den Sonnenlicht, sage ich mal, ja, also wird zu viel geblendet. Ähm, also ein weiterer Vorteil ist hier, wenn du zum Beispiel ein Haus baust oder so, ist hier sehr wenig Bürokratie. Also das ist kinderleicht möglich, ähm, ohne Probleme. Du kannst, ich sag mal so, du kannst hier bauen, wie du einfach lustig bist. Ja, also willst du ein Schloss bauen, baust du dir ein Schloss hin. Willst du ein kleines Häuschen bauen, baust du dir ein kleines Häuschen hin. Also das ist alles ohne Probleme hier möglich, ja. Ähm, und relativ günstig. Ja, die Materialien sind hier plus minus so wie in Deutschland, würde ich sagen.
aber dadurch, dass die Mitarbeiterkosten so günstig sind, ist es schon eindeutig günstiger hier zu bauen in Paraguay. Ja? Dann ein weiterer Vorteil ist, Natur, Tiere haben mich ruhiger gemacht. Ja, genau. Also in Deutschland, dadurch, dass ich so viele selbstständige Sachen nebenher gemacht habe und Vollzeit beschäftigt war, hatte ich, sage ich immer, wie so Scheuklappen auf. Also ich hatte keine Zeit, um überhaupt über das Leben nachzudenken, über mich, über meine Familie. Ähm, ja, ich war sehr gestresst. Ich war komplett ein anderer Mensch, sage ich mal, ja. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe Alkohol getrunken, ja, also und ich glaube, die Natur, die Bäume, diese Arbeit, was ich hier gerade mache mit dem Permakulturwaldgarten, das macht was mit dir, ja. Also, ich bin viel ruhiger geworden, ich viel ausgeglichener, kann meine Frau sogar bestätigen. Oder die Menschen, die mich in Deutschland noch gekannt haben, die würden niemals glauben, dass ich, keinen Alkohol mehr trinken würde. Also, ich hatte zwar kein alkoholisches Problem, so wie ich das, sehe, aber die würden das mir niemals glauben, ja. Also, würde gar nicht zu mir passen, weil ich immer alle animiert habe: „Ach komm, noch ein Bier“ und ja, solche Geschichten. Ja, und das hier, wie gesagt, das ist hier ganz allein weggegangen und ich denke, das hat was mit den, Bäumen hier zu tun, ja, also mit der Natur. Also, bin stark davon überzeugt. Ähm, Dann ein weiterer großer Vorteil ist, das Leben hier ist einfach viel günstiger. Ja, also, ähm, ja, du brauchst einfach viel weniger Geld, um praktisch zum Leben. Also, wenn ich sage immer so, wenn du in Paraguay schaffst, Geld zu verdienen und, nach deiner Familie und dir zu schauen, dann lebst du hier wirklich wie im Paradies, ja? Also, du musst schon Einkünfte und Einnahmen haben, sonst ist es hier ein hartes Pflaster. Aber wenn du es schaffst, hier ein Einkommen zu generieren, egal ob es jetzt von Ausland ist oder hier im Land, dann hast du hier wirklich ein super Leben. So, jetzt habe ich auch ein paar Nachteile für euch aufgeschrieben und, eins der größeren Nachteile, sage ich mal, ist hier, wenn du dir irgendwo in der Pampa ein, Haus kaufst, ein Grundstück kaufst, sage ich mal, ein größeres, wo du alleine bist, dann, könnte es zu Problemen führen, wenn du mal in Urlaub gehst oder wenn du mal länger vom Haus weg bist. Ja, bin ich ein bisschen schon durcheinander. Wie gesagt, die Masse der Menschen hier ist arm, ja? Und es gibt immer wieder, Menschen hier, wo auf den Gedanken kommen: „Ja, die Deutschen oder die Ausländer haben viel Geld und wenn du weg bist, dann wird bei dir auch mal eingebrochen.“ Also, das ist ja, ich sage mal so, Einbrüche gibt es nicht nur in Paraguay, gibt es auf der ganzen Welt, aber das hörst du hier schon, dass sowas passiert. Deswegen ist auch unser Projekt auch immer ein Barrio Cerrado. So, von den Barrio Cerrados habe ich das eigentlich noch nie gehört hier, ja. Also, dadurch, dass du praktisch Häuser das ist wie so ein kleines Dorf aufgebaut, Häuser nebeneinander hast, und mit die Paraguayer mit rein integrierst, auch zum Arbeiten, zum Unterstützen, so wie wir hier. Also, wir sind mit allen unseren Nachbarn gut. Ich lebe zwischen Mitarbeitern, dann funktioniert es. Aber wenn du alleine praktisch mit einem dicken Auto, dickes Haus baust, irgendwo auf ein paar Hektar Land und daneben wohnen viele arme Paraguayer, sage ich mal, ist es fast klar, dass irgendeiner von denen auf den Gedanken kommt, du hast bestimmt mehr, als du brauchst, ja, und dann könnte es bei dir auch mal eingebrochen werden, ja. Also was ich euch sagen will, ich will jetzt Paraguay nicht komplett gut reden, sondern in Paraguay wird auch wie auf der ganzen Welt auch mal eingebrochen, ja, kann sein. Ja, oder also ganz normal, da wo es Menschen gibt, gibt es auch diese Sachen, ja. Ähm, Dann ein weiterer Nachteil ist, aber da sind wir gerade dabei, auch das, umzuändern, oder sage ich mal, nicht umzuändern, sondern zu verbessern. Paraguay ist, wie ich schon mal gehört habe, spektakulär, unspektakulär. Und wenn du hierher mit Familie kommst, ja, willst du auch gerne mal was unternehmen und hier gibt es eigentlich ziemlich wenig. Hier gibt es so Wasserfälle, wo du hin kannst, ein paar schöne Orte, ja, aber so du kannst hier auch schön mal was essen gehen, ja, das gibt's hier alles, aber so Unternehmen mit Kindern, mit der Familie ist eher wenig, ja, so wo man viele Leute zusammenkommen. Und das werden wir in unserem großen Projekt ändern. Ja, da werden wir viele verschiedene Attraktionen dafür machen, aber darüber mache ich ein eigenes Video, ja, später.
Dann, wenn du als Vegetarier oder Veganer herkommst, dann hast du in Paraguay auch schlechte Karten. Ist auch ein Nachteil, wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist. Hier ist relativ alles sehr fleischlastig, sage ich mal. Und da müsste man halt improvisieren und Essen sich mitnehmen oder du musst die Lokale wissen, wo du hin kannst. Also man informiert sich dann rechtzeitig, wo man praktisch hingeht und was man da essen kann. Dann die Qualität der Produkte und Klamotten habe ich mir aufgeschrieben, ist auch in einer sehr, also im Vergleich zu Deutschland in einer schlechten Qualität. Also wenn du hier in eine Ferreteria gehst, Ferreteria ist so ein Baumarkt, ja, dann kaufst du immer doppelt und dreifach, ja. Also deswegen, wer wirklich von euch ans Auswandern denkt, nimmt eure Werkzeuge alle mit. Ja, also das ist ein großer Vorteil, wenn du eigenes Werkzeug dann hier hast, ein gutes, ja, von Qualität. Sonst kaufst du immer wieder die ganzen Sachen. Also die Qualität ist hier wirklich schlecht, von den Klamotten auch. Aber man muss auch sagen, es gibt immer Stellen in Paraguay, es ist nie für ganz Paraguay, sondern es gibt immer wieder Stellen, wo du auch Marken, also ich kann hier auch eine Markenbohrmaschine auch irgendwo kaufen, bloß die ist dann dementsprechend teurer als die normalen Sachen und ich muss wissen, wo ich sie kaufe. Ja, also hier gibt es eigentlich alles, du musst nur wissen, wo. Aber so, der Durchschnittsmarkt ist eine eher mindere Qualität, wenn du irgendwo ganz normalen Baumarkt gehst. Ja, und dann ein weiterer Nachteil ist, die Bürokratie ist sehr langsam hier. Also wenn du praktisch Land kaufst, einen Titel machst, dann dauert es oft ein Jahr und oft über ein Jahr. Und ja, das ist so ein bisschen lange Geburt. Ja, also ich habe jetzt eigentlich so alle Vorteile und Nachteile aufgezählt, so was mir so spontan eingefallen ist. Schreibt mir gerne eure Fragen in die Kommentare. So, da wären wir eigentlich auch schon beim Ende dieses Videos und zum Abschluss des Videos. Also wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, bereust du den Schritt nach Paraguay ausgewandert zu haben, sage ich zu 100% nein. Also wie gesagt, ich bin seit 3 Jahren hier. Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt, überwiegend positive. Ich habe auch negative Erfahrungen gesammelt. Kann ich in den Kommentaren darauf eingehen, wenn jemand Fragen hat. Ja, also nichts Schlimmes. Aber ich würde auf jeden Fall zu 100%ig sagen, ich bereue diesen Schritt nicht. Ich, meine Familie sind glücklich hier. Ich könnte mir eigentlich gar nichts Besseres vorstellen, in den letzten 3 Jahren gemacht zu haben. Ja, also das hat mein Leben sehr verändert, aber bei mir ist es wahrscheinlich auch dank den Bäumen, dank der Permakultur. Ja, also mein Leben hat sich wirklich um 180 Grad geändert. Wer gerade also ich bekomme ja immer wieder Besuch von Leuten, die den Waldgarten anschauen. Wie gesagt, wenn ihr hier in der Gegend seid, meldet euch rechtzeitig an. Ich mache die Führungen kostenlos. Ja, ich zeige euch, ich bringe das auf diesen Kanal auch den Menschen bei und erkläre auch so bei den Führungen, wie das alles funktioniert. Der kann jetzt sich melden. So in einer Woche haben wir hier frische Maulbeeren. Himbeeren haben wir sicher noch 2, 3 Wochen. Ja, dann könnt ihr euch lecker mal mit gesunden Früchten, sage ich mal, äh, verkosten oder wie man das nennen mag. Hier haben wir gerade, will ich auch kurz zeigen, hier haben wir gerade wieder eine kleine Ananas, die wächst. Ja, Moment, muss ich kurz frei machen. Hier, so sieht eine Ananas aus. Ja, also ich muss die von den Himbeeren ein bisschen freimachen später, aber ich mache das erst, wenn die Himbeeren ihre Früchte fertig getragen haben und dann hat die Ananas mehr Licht, wird größer. Ah, übrigens, wir haben jetzt, also mich haben hier schon ungefähr 11 Leute kopiert, praktisch auch so ein Food Forest aufgebaut. Und das mache ich auch noch zu einem Netzwerk. Da sind wir auch gerade am Planen, wie wir das machen, dass wir uns miteinander verbinden. Über die Gruppe sind wir schon vernetzt. Telegram-Gruppe blende ich euch unten ein. Instagram blende ich euch auch ein und meine Homepage. Wer Fragen zu diesem Projekt hat oder zu den Grundstücken, die wir auch verkaufen, ja, kann sich gerne melden. Da gibt es auch meine WhatsApp-Nummer, ja, da kann man mich auch über WhatsApp anschreiben oder ganz normal per E-Mail. Und mit diesen Leuten, die praktisch auch diese Waldgärten und Food Forester aufbauen, mit denen tausche ich später auch gutes Saatgut aus. Ah, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Wir haben jetzt super Tomaten aus Malaysia bekommen und bis jetzt wächst die Pflanze wirklich sehr gut, ja.
Wenn wir dann, also wir sind gerade viel am Testen, wenn das dann alles funktioniert, da gibt es ein Video auch, wo wir die gepflanzt haben mit dem Paul zusammen. Ähm, ja, und wenn das dann wirklich so funktioniert, dann könnt ihr das Saatgut von mir auch umsonst haben. Also das ist ein uraltes Saatgut, nicht genmanipuliert, kein hybrides Saatgut oder sowas. Das ist wirklich, das ist nachher so eine schwarz-bläuliche Tomate, so ein bisschen größer, wie man es mir erzählt hat. Und hier sieht man mal die Pflanzen, ja, also wächst gerade sehr gut, sehr gesunde Grün, sage ich mal. Hier kommen schon die ersten Früchte dann irgendwann mal. Also sieht mega aus. Da hinten kann ich auch mal durchgehen. Da ist auch eine große. Ja, und ihr könnt ohne Probleme von mir das Saatgut umsonst haben, dann später, wenn ich genug Früchte dann habe, wenn das alles funktioniert. Wir haben hier viel anderes Gemüse noch eingepflanzt und probiert. Ja, also ich denke mal, in ein paar Monaten wird es hier noch mal viel interessanter, ja. Aber wie gesagt, Gemüse ist bei uns so ein Experiment. Ah, genau. Wir haben jetzt auch eine Ananas bekommen, die 15 Kilo schwer wird. Zeige ich auch kurz. Also das ist ein Mutanten-Ananas, sage ich mal später. Hier haben wir die eingepflanzt. Leni, geh mal weg. Leni, geh mal weg, bitte. Die will nicht. Komm, komm her. Ja, das wird jetzt ein bisschen kompliziert mit denen. Hey, geh weg. Also, hier ist die Ananas, so haben wir die eingepflanzt. Hier ist eine Mexican Sunflower, die dient einfach als Mulch. Ja, also damit mulchen wir. Drunter haben wir super Kompost. Ja, und das Ding nachher, also die Pflanze wird groß, aber die Ananas selber, ich habe Bilder gesehen, hat ungefähr so einen Durchmesser und so eine Größe. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, und da habe ich jetzt 3 Stück von denen. Und wenn ihr dann später da seid und ich genug wie heißen das, Setzlinge dann davon habe. Ja, das dauert zwar seine Zeit, bis ich genug davon habe, aber dann werde ich euch auch welche abgeben und dann werden wir die untereinander in unseren Food Foresten überall einpflanzen. Wir haben da uns auch ein paar Sachen überlegt, wie wir wirtschaftlich auch zusammenarbeiten können. Ja, also dass es für jeden von euch auch interessant ist. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar, dass ihr dieses System kopiert habt. Und die, wo es noch nicht kopiert haben und in Paraguay sind und die Möglichkeit haben, schaut euch die Videos davor an. Ich erkläre ganz genau, wie das funktioniert. Es funktioniert super, ja, es wächst alles gut, ich sprühe nicht, ich dünge nicht künstlich und wir sind sehr zufrieden, ja, und die Sachen schmecken wirklich anders und besser und sind gesund. Bei dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal.